In diesem Video entführen wir euch in eine zauberhafte Landschaft im Schwarzwald. Wir zeigen euch einen Wasserfall, die Teufelskanzel, wir laufen zur Sechsauer Hütte und zeigen euch verschiedene Aussichtspunkte. Der Genießerpfad Teufelskanzelsteig wurde im Jahre 2021 neu prämiert. Aber Achtung, wenn ihr die Tour nachlaufen wollt, dann wartet noch ein bisschen. Bei diesem Schnee kann es ziemlich rutschig sein und an manchen Stellen auch ziemlich gefährlich werden. Hey, grüß Hi. Gott von Bad Peterstal-Griesbach heute. Wir laufen den Teufelskanzelsteig. Eine kleine charmante Runde, abenteuerlustiger Weg. Genau, Sonne scheint, Hund gut drauf, wir gut drauf. Ja, dann lass uns mal die Gegend inspizieren. Bis gleich, bye. Wie bei allen anderen Videos bisher auch, blenden wir euch schon nochmal die Daten zu der Tour mit einer kleinen Übersicht ein. Schaut mal Leute, ich zeige euch was. Hier gibt es immer mal wieder so Sonneninseln mitten im Schatten durch die Bäume. Ja Leute, ich wollte euch einfach mal zeigen, es wird gewandert. Der Frühling kommt. Die ersten Krokusse sprießen schon, die ich gesehen habe. Und es ist einfach schön, die Leute, die gehen raus. Es wird gelaufen. Ja, deswegen kommt mit. Also genießt das Vitamin D der Natur. Das ist so schön. Und danach ist man so frisch und beschwingt. Ja, und gut drauf. Yay. Yeah. Jetzt kommen wir einem kleinen Naturschauspiel. Am besten schaut es euch an, das ist herrlich. Und hier laufen wir gleich so eine abenteuerliche Treppe hoch. Bin gespannt, also im Frühjahr oder im Sommer lässt sich bestimmt gut laufen. Aber jetzt bei dem Eis könnte es ein bisschen rutschig sein. So, und jetzt heißt festhalten. Zum Glück ist da ein Geländer, wo man sich dran halten kann, aber sonst könnte es echt gefährlich werden. Und hier ein kleines Bänkchen, wo man eine kleine Pause machen kann, um zu verschnaufen. Und da geht es weiter hoch. Ganz schön glatt heute hier. Hier ist in der Tour mal ein kleiner Lob. Hier hat es jede Menge Bänke, wo man sich ausruhen kann. Hier ist es jetzt innerhalb von kurzer Zeit die dritte oder die vierte Bank. Bei der letzten Tour von letzter Woche, da war ja gar nichts. Und da geht's hinunter. Leute, wir haben so einen Dusel heute mit dem Wetter. Es scheint die Sonne, dann war wunderschön. Und man merkt einfach, gell Simone, der Frühling, der läutet sich ein. Mit ganz großen Schritten kommt er. Ja, auf einzelnen Lichtflecken sieht man schon, wie es Moos und der Farn hier sich wieder die Vorherrschaft erkämpfen. Also es ist wirklich schön, vor allen Dingen so Winter küsst Frühling Mentalität hier. Also ja, anders kann man es nicht sagen, wunderschön. Ein herrlicher Ausblick schon. Ich denke, wir werden nachher noch mal ein paar schöne Ausblicke kriegen. Schön. Der Weg übrigens, ich muss nur aufpassen, wo ich hier laufe. Der wurde erst letztes Jahr zertifiziert. Also ganz, ganz neu. Und der Anteil ist gleich 0. Hat relativ viele Erlebnispunkte, weil er einfach durch den Wasserfall, durch die Felsen und die schönen kleinen Pfade einfach ganz besonders ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es geht hier erstmal ein kräftiges Stück erstmal nur nach oben. Hier, guck dich mal an. Richtig Winter Wonderland. Ihr habt gerade Simones Gesangseinlage nicht gehört.
Sing doch mal, probier noch mal. Nee, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ich sag nur Winter Wonderland. Ja, hey Leute, also wir hatten vorhin schon mal so eine Stelle, wenn ihr da weiter stapft, ne, und ihr verpasst ein paar Zentimeter den Weg, dann seid ihr mit eurem Füßle im Eiswasser. Charmant überfrorenes Wasser und ja, also hier ist wirklich nice, aber immer aufpassen, wo das Füßlein hintritt. Einfach schön. Die Natur erwacht. Und hier ist eine kleine Hütte. Können wir mal reinschauen, ob man da Rast machen kann. Da ist die Sechsauer Hütte. Ah ja, klar. Oder? Nee. Das ist die Gerauer Hütte. Schauen wir mal ganz kurz rein. Das ist die Sechsauer Hütte, oder? Ist es ein X oder? Ja, eine Sonnenbrille liegt noch hier. Oh, da gibt es einen Ofen. Die könnte man hier auch, oder manche haben das vielleicht mal genutzt. Ich glaube, das ist ein ehemaliger Kamin, weil oben der Verschluss ist nämlich zugemacht. Und das ist hier die Reinigungsklappe. Und die nutzen die Reinigungsklappe, um hier ein kleines Feuer zu machen. Ja. Naja, aber schön hier drin. Schauen wir uns mal die andere Seite noch an. Ach, schön die Sonne, wie die Sonne rauskommt. Sherlock. Und der blaue Himmel ist einfach toll. Aber hier sieht man nicht mehr viel. Doch, da gibt es noch eine kleine Terrasse. Warte. Da kann man sich dann auch hinsetzen. Super. Dies hier ist auch das Sechsauer Sträßle. Da geht es auch zum Griesbacher Wasserfall. Genau. Und die Teufelskanzel haben wir noch 1,5 Kilometer. Hunger. Es geht bergauf. Ja, aber in großen Schritten zur Teufels. Wer ist das nochmal? Teufelskanzlei stand. Teufelskanzelsteig. Ach Mann, ey. Genau. Ja. Ja, beim Kanzleisteig. Teufelskanzelsteig. Ja, der Weg heißt deswegen so, weil wir kommen gleich zum Aussichtspunkt. Und zwar zur Teufelskanzel. Ja Leute, ich habe mal wieder die App auf der Watch installiert und wandere mal nur noch diese App und nicht nach Komoot. Falls ihr wisst, was das für eine App ist, und wenn ihr wissen wollt, was das für eine App ist, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Schaut euch mal die Eiszapfen an. Faszinierend. Hier auch nochmal lauter Eiszapfen. Seht ihr das? Und da müssen wir jetzt hochlaufen. Wird wieder lustig. Da muss man auch ganz schön aufpassen und sich gut festhalten, dass man hier hochkommt und nicht ausrutscht. Jetzt hier ist ein kleiner schmaler Pfad. Hier muss man nicht aufpassen. Da geht es gleich scharf runter. Und wenn man in einer Hand noch die Kamera hält, dann schon zweimal. Also auf jeden Fall ein Weg, den man im Sommer nochmal gehen muss. Aber jetzt hier im Winter, schaut euch das an. Ja, muss man ganz schön aufpassen. Wo man hier reintritt. Und da sind wir gerade hochgestiefelt. Und hier sind wir an der Teufelskanzel. Und da geht es gleich weiter. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt relativ oben angekommen.
Und wie schön ist es doch hier. Einfach herrlich die Sonne, wie sie jetzt zwischen die Bäume durchlinst Ja. und wärmt und sich hier im Schnee spiegelt. Toll. Wie ihr an den Fußspuren sehen könnt, sind dann doch einige Leute hier unterwegs. Sherlock, komm her. Prima. So, jetzt kommt die nächste interessante Stelle. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt hier wieder runter. Jetzt haben wir ja bis zum Parkplatz einen Abstieg. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Aber man sieht ja, einige Leute sind da schon gelaufen. So ein richtig schöner Pfad ist hier. Ja. Toll. Schaut euch mal die Aussicht hier an. Wunderschön. Man muss halt hier im Winter unheimlich gut zu Fuß sein, weil es ist hier stellenweise ganz schön glatt. Und da hat einer Spaß. Einfach herrlich die Aussicht. Ja, hey, jetzt sind wir schon auf den Endzügen. Das ist ja das schöne Maria-Ruhe-Plätzle und mit einer grandiosen Aussicht hier aufs Tal und Bad Peterstal-Griesbach. Ja. Ein schönes Fleckli im Schwarzwald. Also was meinst du, im Frühjahr müssen wir den Weg auf jeden Fall nochmal laufen, oder? Definitiv. Also jetzt haben wir gerade die ersten schönen Waldfleckli gesehen, aber so hier für ungeübte Wanderer ist es schwer und vor allen Dingen nicht mit den passenden Wanderschuhen. Also wir hatten jetzt auf der Partie schon wirklich einige Stellen, da willst du mit Hände und Füße balancieren und das macht auch Spaß, aber jetzt so hier ein falscher Schritt und dann ist immer sehr dem Abgrund zugeneigt, aber ist alles gut gegangen. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke, also Ja, definitiv. sehr was für Abenteurer bisher. Also es wird auch so ausgezeichnet, ich kann es nur bestätigen, abenteuerlustige Strecke. Also wer ein bisschen Action will, definitiv erlaubt es, aber für moderatere Gesellen, würde ich jetzt auch hier sagen, warten noch ein paar Monate, bis der Frühling mehr und mehr ins Land zieht. Dann Ja, definitiv. seid ihr voll mit dabei. Weil jetzt, wenn der Schnee liegt, ihr seid so konzentriert, sage ich mal, aufs Laufen und könnt die Landschaft gar nicht genießen. Und zumal den Untergrund. Wir haben hier teilweise Moos, wir haben hier Erde und das gefällt einem gar nicht so auf. Also macht die Strecke, lohnt sich. Aufpassen. Bis später. Und jetzt kommen wir hier nochmal so eine kleine Aussichtsstelle, so eine Aussichtsplattform. Sieht echt toll aus. Ja, wahnsinnig schöne Aussicht. Und stellt euch vor, ihr sitzt hier auf der Bank mit einem Glas Wein oder auch Feschbar oder wie auch immer und genießt die Aussicht. Einfach herrlich. Hier seht ihr nochmal ein Teilstück. Hier liegt nämlich kein Schnee mehr, aber ein Großteil der Strecke sieht nämlich normalerweise genau so aus. Hey zusammen, wir sind jetzt gleich am Parkplatz. Wir haben jetzt vielleicht noch 300, 400 Meter zum Laufen. Dann sind wir gleich da. Und dann suchen wir uns irgendwas, einen schönen Einkehr. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert uns. Uns fehlen nicht mehr viel bis zu 500 Abonnenten. Jetzt lasst mal den Button rauchen, weil wir brauchen euch unbedingt, um den Kanal weiter aufzubauen. Viel Spaß! Ja, schönen Sonntag, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Genau, ciao!